Als Windows-Anwender muss man sich von den Mac-Nutzern häufig anhören, der Mac sei ja so viel benutzerfreundlicher. Ich nutze beide Systeme und ich bin überhaupt nicht dieser Ansicht. Beim Umgang mit Dateien hat der Windows Explorer meiner Meinung nach sehr viel mehr zu bieten als der Finder vom Mac. Doch dann gibt es halt doch ein paar Dinge, die mich beim Windows Explorer seit Jahren nerven. Zum Beispiel das Kontextmenü, das beim Klick mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder hier einen Ordner erscheint. Das wäre eigentlich nützlich, wenn es nicht so überladen wäre. Denn viele Programme fügen ungefragt Befehle hinzu und die bleiben auch bestehen, selbst wenn man die Programme wieder löscht. Dieses Programm heißt Easy Context Menu. Über diesen Befehl hier räumen Sie das Kontextmenü auf. Im Kontextmenü Cleaner finden Sie alle Einträge vor, die beim Klick auf den Desktop, ein Laufwerk, eine Datei oder einen Ordner erscheinen. Indem Sie ein Häkchen entfernen, schalten Sie einen unerwünschten Eintrag ab. Und voilà, das Menü ist nun aufgeräumt und übersichtlicher. Mit Easy Context Menu lassen sich auch Einträge hinzufügen. Das ist der Abschnitt fürs Menü des Desktops. Diese Option ergänzt einen leistungsfähigen Konfigurationsbefehl. Und hier gibt es Optionen zum Herunterfahren und zum Neustart. So werden die Änderungen gespeichert. Und das ist das Menü, das bei einem Rechtsklick auf den Desktop jetzt erscheint. Es gibt den neuen Befehl zum Ausschalten des Computers und hier die sogenannten System Tasks, die direkt zu unzähligen Windows-Einstellungen führen. Im Kontextmenü gibt es auch den Punkt Neu. Mit ihm legt man in einem Ordner leere Dokumente an. Doch auch in diesem Menü gibt es viele nutzlose Einträge. Dagegen hilft das Gratisprogramm Shell Menu New. Hier wählen Sie alle überflüssigen Einträge aus und klicken dann auf den roten Knopf hier, um sie zu deaktivieren. Und siehe da, das Menü enthält nun nur noch die erwünschten Einträge und lässt sich sehr einfach benutzen, um hier zum Beispiel eine neue Word-Datei anzulegen. Zu guter Letzt das Senden-an-Menü, das ebenfalls komplett überladen ist. Eigentlich wäre es praktisch, denn mit ihm können Sie die ausgewählte Datei in einem Programm öffnen, in den Dokumentenordner verschieben oder als Anhang zu einer neuen Mail-Nachricht hinzufügen. Um das Senden-an-Menü aufzuräumen, tippen Sie in die Adressleiste Shell:/Send to ohne Leerzeichen ein. Es wird ein Ordner geöffnet, in dem für jeden Eintrag im Menü eine Verknüpfung vorhanden ist. Überflüssige Verknüpfungen löschen Sie nun einfach. Und Sie dürfen auch eigene Verknüpfungen hinzufügen. Klicken Sie im Startmenü mit der rechten Maustaste auf ein Programm, wählen Sie Mehr aus dem Menü und dann Dateispeicherort öffnen. Hier finden Sie die Verknüpfung zum Programm, die Sie nun in den Send-to-Ordner kopieren. Wenn Sie nun das Senden-an-Menü öffnen, sehen Sie, es sind nur noch die erwünschten Einträge vorhanden und hier oben findet sich der Eintrag, den Sie selbst angelegt haben. Mit ihm lässt sich die markierte Datei nun mit einem Klick an Ihr Lieblingsprogramm weiterleiten.